heute schauen wir uns eines meiner Lieblingsthemen an, und zwar das Thema, was diesen Kanal aufgebaut hat, das, wo ich die meisten Videos drüber gemacht habe und das, was mich am allermeisten fesselt, und zwar das Thema außerkörperliche Erfahrungen und vor allem das Thema, wie wechselst du von der einen Realität, von der physischen zum Beispiel, in die astrale Ebene oder in die Traumebene, und das mit dem vollen Bewusstseinszustand. Und dazu gibt es 12 Faktoren, die ich im Laufe der letzten 15 Jahre herausgefunden habe, und diese möchte ich mit dir heute behandeln. Dazu habe ich eine Präsentation vorbereitet, eine kleine Folie, wo ich dir das Ganze ein bisschen genauer erkläre. Ich nenne das Ganze die Brücke zur anderen Realität. Ja? Was hat es damit auf sich? Du kannst dir das Ganze so vorstellen, jede Realität, zumindest ist das, was ich herausgefunden habe, was Tom Campbell herausgefunden hat und was viele andere herausgefunden haben, zum Beispiel das IRC World, dass jede Realität eine virtuelle Simulation ist, also man könnte sagen, so ein holographisches Universum. Also du klingst dich ein in ein Computerspiel und der Unterschied in diesem Spiel ist, dass du nicht mehr weißt, dass du der Spieler bist. Sozusagen kannst du das Spiel sehr ernst nehmen, weil du einfach nicht weißt, wer du wirklich bist. Und das führt eben zu dieser Intensität, dass das alles so echt ist. Je mehr Sinne von dir angesprochen werden, desto intensiver ist die Erfahrung. Ja? Und nennt sich Immersion. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Ja? Gut, starten wir direkt mit der Präsentation, mit der Folie. Es geht hier um sehr viel Wissen, und das ist sozusagen die Essenz von den ganzen 15 Jahren Forschung in dem Gebiet. Und zwar stell dir vor, diese Realität, in der du dich jetzt zum Beispiel befindest, ist eine Insel. Ja? Und diese eine Insel ist sozusagen, hat ihre eigenen Naturgesetze, hat ihre eigenen Regeln, ihre eigene, ja, so wie es halt wie in einem Computerspiel, du loggst dich in ein Spiel ein und dann bist du halt in Minecraft zum Beispiel. Und da musst du dich halt den Gesetzen des Programmierers für Minecraft beugen. Ja? So kannst du dir das vorstellen. Und die physische Realität hat ihre eigenen Gesetze, hat ihre eigenen Bedingungen, Naturgesetze und ihre eigenen Regeln. Ja? Und du bist gerade Mensch, siehst du gerade dieses Video an und musst dich sozusagen dann den Regeln dieses Spieles beugen. Ja? Und jetzt gibt es natürlich dann eine andere Insel, also ein anderes Spiel, sagen wir mal die Plasma-Ebene, die astrale Ebene, die Lichtwelten-Ebene, kausale Ebene, andere Spiele, andere Realitäten, man könnte auch sagen andere Planeten und so weiter. Also es gibt verschiedene Dimensionen und verschiedene Realitäten, die du erfahren kannst. Und dazu geht es um Folgendes, und zwar es geht immer darum, wenn du wechseln möchtest von einer Realität zur anderen, musst du dir wie eine Brücke vorstellen, und du gehst dann über diese Brücke. Die meisten schlafen einfach ein und wandeln ihr Serotonin einfach komplett in Melatonin um und vergessen, wenn sie auf der anderen Brücke sind, zum Beispiel sie wachen im Traum auf, sind aber nicht bewusst und sind sozusagen in ihrem Traum einfach der Spieler, der aber nicht du bist, weil der sich nicht bewusst ist, dass du gerade da drüben warst. Ja? Und es ist die Kunst, dass du bewusst von einer Insel zur anderen wechselst, ja? Dass du dir in der Realität verschiebst. Und da gibt es 12 Faktoren, die ich dir, plus 2 Bonusfaktoren, die ich dir hier offenbaren möchte, die maßgeblich davon abhängen, ob du das, also wie gut und wie intensiv du diesen Switch machen kannst. Ja? Und man könnte sagen, ab der Hälfte der Brücke fängt eine Zone an, ich nenne das die dunkle Wolkenzone, wo es passieren kann, dass du dein Bewusstsein einfach und du bist weg und du schläfst und du hast alles vergessen. Also wie beim Einschlafen vor dem Einschlafen. Und dann schläft man ein und dann ist man einfach weg. Ja? Und da kann es passieren, dass du sozusagen weg bist. Und das, was ich dir gleich zeige, hilft dir sozusagen darüber zu gehen, ja? Und dabei auch bewusst wach zu bleiben. Ja? Erster Schritt ist deine Visualisierungsfähigkeit. Also je intensiver und je besser du visualisieren kannst, desto leichter wirst du dich über diese Brücke bringen können. Denn alles basiert auf Visualisierung. Jede Realität basiert darauf, auf deine Sinne und auf das, was du siehst. Und da wir die meisten Informationen durch visuelle Aspekte bekommen, ist der Trick, dass du deine Visualisierungsfähigkeit trainierst und verstärkst. Und je gut du dich woanders hin visualisieren kannst, da haben wir ein eigenes Thema danach,
desto besser kannst du und schneller über diese Brücke wandern, weil dein Unterbewusstsein glaubt, wenn du jetzt die Augen zumachst und du entspannst dich und du gehst in die Trance und du visualisierst dich weg, dann glaubt dein Unterbewusstsein, hey, du erträumt gerade, ich kick mal das ganze Melatonin rein, damit du sozusagen über die Brücke kommst, ja. Und wenn du das aber visualisierst, anstatt echt träumst, dann wird dein Unterbewusstsein dich halt schneller in diese Ebene bringen, ja. Also, ich habe da einige Videos dazu gemacht, oder das Gate 2, was dir die Visualisierungsfähigkeit massiv verbessert ist. Gate 2, da werde ich immer gefragt, wann kommt die neue MDR-Version, da bin ich gerade dran, dauert nicht mehr lange, nur so als kleine Info. Ja. Gut, dann das nächste sind deine Emotionen und deine Gefühle. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn die Visualisierungsfähigkeit gekoppelt mit Emotionen und mit Gefühlen, was irgendwie dasselbe ist, verstärkt den Sprung über die Brücke oder macht, dass das Gehen schneller ist. Ja. Eine Methode ist zum Beispiel, dass du dich hinstellst und dass du in einen Raum gehst du verschiedene Sachen durch. Also du stellst dich auf die Couch, berührst das hier, blickst das ganz genau an, holst dir das Objekt, dann gehst du zum nächsten Position in dein Zimmer, Beispiel, du gehst in die Küche, machst den Kühlschrank auf, tust Obst raus, gehst das Obst durch, schaust es dir ganz genau an und fängst die Karotte zu schneiden an und so weiter. Dann gehst du in deinen Kleiderschrank, räumst das Gewand aufs Bett, und dann räumst du es wieder ein. Und so suchst du dir 5 verschiedene Varianten aus, die du tust, wo du Emotionen koppelst mit etwas tun und Visualisierung, wo du das ganz genau ansiehst, sehr intensiv machst, sehr deutlich, meditativ könnte man sagen. Weil das, was ich jetzt zeige, ist sozusagen eine Methode, die du verbesserst. Ja? Also das greift alles ineinander und verbessert sozusagen den Übergang in die andere Realität. Ja? Also such dir 5 Objekte aus und 5 Szenarien, die du in deinem Haushalt tust. Am besten auch ein Szenario, wo du mit jemandem redest, ja? Weil das auch sehr, sehr intensiv sein kann. Ja? Wichtig ist dass du so viele Sinne wie möglich aktivierst, dass das Gefühl und die Visualisierung dieses Gefühls, was du gerade erlebst, sehr, sehr intensiviert wird. Ja? Dann kommen wir zum nächsten Schritt, und zwar klare Absicht und Hingabe. Ja? Denn es gibt so einen Zwischenzustand. Das eine ist zu sehr wollen, da kriege ich sehr viele Nachrichten drüber. Menschen, die sagen, ich will das so sehr, ich tue das und das und das und das dafür. Und dann gibt es genau das, wo man auch sagt, okay, ich muss es auch loslassen. Ja? Und diese Brücke zwischen dranbleiben, es unbedingt wohl eine klare Absicht zu haben, eine Hingabe für das Thema, also eine intrinsische Motivation zu entwickeln, dass du es aus Freude, aus Leidenschaft machst, unabhängig davon, was bei rauskommt, aber es gleichzeitig auch loszulassen und keine Erwartungen zu haben. Merk dir das Wort, schreib es dir auf, keine Erwartungen. Das ist das Schlüsselwort aller Techniken, wohin du gelangst, weil das macht, dass du nicht hinkommst. Ja? Das ist ganz wichtig, und du brauchst eine ganz klare Absicht, also eine ganz, ganz klare Absicht und Hingabe an die Thematik, also regelmäßig was dafür zu tun. Diejenigen, die sagen, bei mir klappt es nicht, die tun zu wenig dafür. Das heißt, man muss in den Tun-Modus kommen, passiv dranbleiben und dann loslassen davon und einfach eine intrinsische Motivation dafür aufbauen. Ja. Dann, nächster Punkt ist dein Glaube und dein Vertrauen, dass es klappen wird, dass es, wenn es soweit ist, dass es funktioniert einfach. Ja. Und der Glaube, hat Jesus schon gesagt, versetzt Berge, und wenn du den Glauben hast, bei mir wird es funktionieren, wenn die richtige Zeit kommt, wenn das passiert, wenn du loslässt und trotzdem dran bleibst und Vertrauen, das ist wie wenn du sagst, ich gehe zum Bäcker und hol mir Brötchen. Dann ist es ganz klar, dass du zum Bäcker kommen wirst, dass du das Brötchen haben wirst. Und genauso ist es auch mit dem Thema außerkörperliche Erfahrungen. Du musst deine Absicht, dein Vertrauen haben, ja, das werde ich erleben. Ich mache mir da überhaupt kein Thema und ich mache mir keinen Kopf drum. Es ist ein Fakt, dass ich das erleben werde, und somit spielt es keine Rolle mehr. Dann lässt du los, bist aber dran, wie eine Sportart, die du trainierst, und ab einem gewissen Gürtel aktivierst du die Fähigkeit. Ja. Dann, das ist übrigens meine beste Technik, damit es klappt, Gott vertrauen. Und zwar auf der einen Seite ein Gottvertrauen zu haben, auf der anderen Seite Vertrauen zu haben und auf der anderen Seite
zu wissen, es gibt eine höhere Intelligenz, die hinter dir steht und diese kümmert sich darum, dass du das erlebst, ja, dass die dir das freischaltet, dass die dich führt zu dieser Erfahrung. Und auch wenn du zum Beispiel jetzt übst und fleißig bist und noch keine Erfahrung gemacht hast, dann liegt es in der Regel daran, dass du vielleicht noch nicht bereit dafür bist, aber der Weg, der dich dorthin führt, ist genau das, was du lernst, damit du dorthin kommst, ja. Das heißt, du stehst vielleicht hier, aber du brauchst, um diese Erfahrung zu machen, den roten Gürtel, dann diesen und dann kannst du es machen. Und dazu benötigst du einfach gewisse Erfahrungen. Ja? Und das Universum sagt auch, wenn du das erleben möchtest, kein Problem, kriegst du. Aber du musst mir zeigen, wie sehr du das wirklich willst. Ja? Und das ist eine Frage von Energieinvestition. Und Energieinvestition ist eine Mischung zwischen, was tust du dafür, also wie viel Energie opferst du in die Sache. Das hat was damit zu tun, wie viel Wissen tust du dir aneignen zu dem Thema und auf der anderen Seite, wie viel Zeit investierst du für die Sache. Das Universum kalkuliert in diesen zwei Aspekten, also wenn du das zusammensetzt, kannst du sagen, das ist die Währung, mit der du das Universum bezahlst, damit das, was du willst, manifestiert wird. Ganz simpel ausgedrückt. Ja. Und je klarer diese zwei Sachen sind, je mehr du davon investierst, sagen wir zum Beispiel Bob Monroe vom Monroe-Institut, der hat sein Leben lang sich damit beschäftigt, dann ist es klar, dass der so viele Erfahrungen machen durfte, weil das Universum sagt, okay, der hat mich bezahlt, der hat sogar andere gelehrt und so weiter, der hat sein Einkommen dadurch generiert. Okay, dann werde ich ihm das freischalten, weil es gehört jetzt zu seinem neuen Seelenplan oder zu seinem allgemeinen Seelenplan. Ja. Also deswegen ist es wichtig, Gottvertrauen zu haben und Energie zu investieren in die Sache. Ja. Und jetzt kommen wir zum Thema Dankbarkeit. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dankbarkeit ist eine höhere Schwingung. Ich habe da auf Instagram, wenn dich das Thema Dankbarkeit interessiert, vor ein paar Tagen ein Live gemacht, wo ich 83 Minuten mit der Lisa über das Thema Dankbarkeit gesprochen habe. Also auf meinem Instagram-Kanal, ich blende es dir hier unten, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, wenn du das aufmachst, da ist auch mein Instagram-Kanal verlinkt. Dort gehst du auf Instagram TV und dort ist die Aufzeichnung oder auf meiner Pinwand Aufzeichnung, wo wir dir eine Methode mitgegeben haben mit 5 Schritten, wie du in die Dankbarkeit kommst. Und zugleich habe ich noch ein Post gemacht mit 5 Bildern, wo du einen Tagesablauf einbauen kannst, um eine intensive Dankbarkeit zu integrieren in dein Leben, damit du passiv in diese höhere Frequenz kommst, in diese höhere Schwingung. Denn aus einer höheren Schwingung heraus ist es viel einfacher, Astralreisen einzuleiten, als aus einer niedrigen Schwingung. Und dazu noch ein kleiner Tipp hier, nebenbei gemerkt, der hier auf der Liste zwar nicht steht, aber der genauso auf dieser Liste eigentlich gehört, und zwar das Thema Traumtagebuch. Ja. Denn je intensiver und je mehr du dich damit beschäftigst, was hast du in der Nacht erlebt, weil du erlebst jede Nacht eine außerkörperliche Erfahrung und vergisst sie aber, weil sie in einer anderen Frequenzebene ist. Und diese Frequenzebene wird nicht gespeichert. Ja? Zumindest nicht in deinem Alltagsgehirn, weil diese Information dir jetzt hier nicht notwendig ist. Ja? Wenn du aber anfängst, passiv Traumtagebuch zu führen, ich habe dazu sehr viele Videos gemacht, google einfach Marco C. Lorenz Traumtagebuch oder Traumerinnerung, dann wirst du zu den Videos kommen, wie das am besten geht. Ich habe da eigene Methoden auch dafür entwickelt. Dann werden sich die luziden Träume, außerkörperliche Erfahrungen, Seelenreisen ganz von selbst in dein Leben kommen, immer öfter werden. Da musst du nicht mal irgendwelche Techniken machen, das wird dann einfach alles von selbst geschehen. Ja? Ich hatte heute zum Beispiel eine sehr, sehr intensive Seelenreise. Also ich bin in der Nacht aufgewacht, habe einen Roman geschrieben und dann bin ich eingeschlafen, dann ging die Reise weiter, dann habe ich nochmal einen Roman geschrieben. Also das wäre ein Stunden-Erfahrungsbericht, wo ich sehr viele Erkenntnisse bekommen habe. Und es macht einfach schon Sinn, sowas zu lernen, dann in andere Realitäten zu gehen, dort Wissen zu holen und dann den nächsten Tag zu sagen, boah krass, mit dem Wissen bereichere ich mein Leben und das Leben der anderen. Ja. Auf jeden Fall unbedingt machen, und ganz wichtig ist zum Thema Traumtagebuch, schreib's händisch, schreib's nicht in einen Voice Recorder, tust nicht digital irgendwo reinschreiben, schreib's nicht mit Laptop, wirklich mit der Hand, denn damit wird durch Kinästhetik die Information übertragen, damit dein Gehirn das viel besser abspeichert, bis zu 10-mal stärker wirkt es, wenn du es mit der Hand schreibst, ja, auch wenn du es nicht gut lesen kannst, aber es macht auf jeden Fall Sinn, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar das Thema Energie. Energie an sich. Und hier habe ich noch in Klammer stehen, Chakren öffnen. Aber zurückzukommen zum Thema Energie. Warum Energie an sich? Ja? Energie
bedeutet, dass du einen Energiehaushalt hast. Wir Menschen sind wie eine Batterie. Wenn wir schlafen, laden wir uns auf, damit wir Energie für den nächsten Tag haben. Und wenn wir in der Nacht müde werden, dann heißt es, die Energie geht wieder runter und wir müssen wieder tanken. Ja? Die Chakren sind also Energiesysteme, die Energie speichern und dir geben, und die meisten davon sind blockiert. Ja? Ich habe dazu, das geht 12 oder glaube ich geht 12 Avatar-Zustand entwickelt, wo man ganz systematisch diese Chakren aktiviert. Und da gibt es eine eigene Methode, und da gibt es viele Methoden, einfach nur googeln oder YouTuben drüber, wie man die Chakren öffnen kann. Am besten klappt es bei mir zum Beispiel mit einer geführten Meditation oder mit der Morning-Night-Meditation. Dort kann man es regelmäßig machen. Oder ich habe es jetzt bei mir mit dem Codewort Avatar integriert, dass ich mit der Morning-Night selber täglich trainiere. Und einfach, wenn ich normal meditiere, dann gehe ich immer die Codewörter durch, und mit dem Codewort Avatar öffne ich einfach die Chakren und lasse die Energie fließen. Was du noch tun kannst, um deine persönliche Energie in den Körper hinein zulassen, beziehungsweise die allgemeine Energie, ist, dass du dich gesünder ernährst. Also ich zum Beispiel ernähre mich vegan und glutenfrei. Es ist für mich einfach die beste Ernährungsform. 70% roh vegan, also 50-70%. Das ändert sich immer von Woche zu Woche. Und da merke ich einfach, wenn ich mich so ernähre, dann habe ich danach mehr Energie als früher, wo ich gegessen habe und dann müde war und mich hinlegen musste. Und da merkt man alleine schon, das Essen, wenn es dich down macht, dass es dir keine Energie gibt, es raubt dir eher Energie. Es gibt aber Ernährungsformen, die dir Energie geben, wo du dich danach noch fitter fühlst, noch mehr Power hast, dann weißt du, diese Ernährung ist für den Menschen gemacht. Ja. Darum empfehle ich, tu Dinge, die dir Energie machen. Wenn du sagst, okay Marco, gib bitte noch mehr Tipps, dann schreib es mir unten jetzt in den Kommentaren rein, dann mache ich ein eigenes Video, wie du Energieaufbau machst, eine Mischung zwischen Ernährung, Techniken, Übungen, Methoden, wie du deine eigene körperliche Energie aufbaust. Und wenn die Energie sich erhöht, dann hast du einfach mehr Tank, um erstens auf der einen Seite schneller über die Brücke zu gehen, und auf der anderen Seite für das gesamte Leben. Damit entfachst du Kreativität, Intuition und so weiter und so fort. Und vor allem wechselst du zwischen dem Denker und den Seienden und den Wahrnehmenden. Ja? Und das hat auch was mit Energie zu tun. Ja? Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Ego-Konditionierung, eine der effektivsten Methoden. Ja, was bedeutet Ego-Konditionierung genau? Ego-Konditionierung bedeutet, dass du dein Ego darauf konditionierst, dass du regelmäßig außerkörperliche Erfahrungen machst. Ja? Das heißt, dein Gehirn muss darauf trainiert werden, dass es für dich in eine Routine kommt und dass es selbstverständlich ist. Und deswegen sind alle Punkte, greifen alle ineinander. Das heißt, wenn du passiv viel Energie hast, wenn du dankbar dafür bist, dass du das machen darfst, dass du die Übung machst, auch wenn es nicht immer klappt, wenn du ein Vertrauen hast, wenn du Glauben hast, dass das klappt, wenn du eine Absicht hast, wenn du Hingabe hast, wenn du das visualisierst, Emotionen hast, das greift alles in eine Richtung zusammen und führt dich natürlich schneller über die Brücke. Und wenn du natürlich dann dadurch konditionierst du dein Gehirn, dass es sagt, okay, es ist für mich normal, dass ich das tue, und wenn du mal eine Erfahrung gemacht hast und dann denkst du dir so, boah krass, und da muss man sich hüten, dann denkt man, boah, jetzt klappt es immer, und dann klappt es halt nicht. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar das Thema dein Seinszustand, ja, denn dein Seinszustand hat sehr viel damit zu tun, ob das klappt oder nicht. Wenn du down bist und wenn du dich schlecht fühlst, dann wird es nicht klappen. Wenn du wichtigere Dinge hast, wie zum Beispiel, ich muss gerade meine Familie ernähren und ich weiß nicht, wie ich Geld bekomme, und du hast gerade Sorgen, dann fang nicht mit dem Thema an, weil das lenkt dich ab, und dein Gehirn laufen Beta-Wellen, und die Beta-Wellen werden die Erfahrung einfach blockieren. Das heißt, wenn du den Seinszustand in eine Freude bringst, in eine Liebe, in eine Dankbarkeit, in eine Glückseligkeit, dann ist es viel, viel einfacher, als du fühlst dich neutral oder einfach nur okay oder wütend oder zornig und so weiter. Ja. Also achte sehr, sehr darauf. Ja. Dann kommen wir zur Selbstidentifikation. Die hat auch was mit diesen zwei letzten Punkten zu tun. Die Identifikation, als was du dich identifizierst. Wenn du sagst, wenn ich dich frage, wer bist du, dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich bin der Hans. Der andere sagt, ich bin Mechaniker. Der andere sagt, ich bin Künstler.
aber in Wirklichkeit stimmt nichts, weil das hast du dir selbst auferlegt oder deine Eltern haben dir den Namen Etikett Hans auferlegt. Ja? Das heißt, es stimmt gar nichts von jeglicher Identifikation. Ja? Das heißt, jegliche Identifikation musst du entfernen. Also alles, was du glaubst zu sein, wegtun und dann bleibt nur noch etwas übrig. Und zwar der Wahrnehmende. Der das beobachtet gerade, der kein Bedürfnis hat, sich da einzumischen. Und zwar einfach nur das Bewusstsein, was sich gerade erlebt und manifestiert und mit sich selbst tanzt. Übrigens danke, dass das letzte Video so gut ankam und dass so viele Menschen das geteilt haben. Das ist mir eine riesengroße Freude nochmal. Ja. Danke nochmal persönlich. Also Selbstidentifikation, also als was identifizierst du dich? Als eine Seele oder als ein Mensch? Wenn du dich als Mensch identifizierst mit Beschränkungen oder als dein Körper oder vorm Spiegel stehst und sagst, das bin ich, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du eine außerkörperliche Erfahrung machst, sehr, sehr niedrig sein, sehr schwach, weil dein Gehirn, also deine Ego-Konditionierung, die natürlich darauf aufbaut, sagt, okay, das klappt nicht, denn ich bin ja mein Körper. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du eine Konditionierung im Gehirn hast, dass du sagst, ich bin nicht mein Körper. Ja? Nächster Punkt sind Heuristiken. Und das ist so eines der größten Blocker, die, wenn du es schaffst, über die Brücke zu kommen oder erste Erfahrungen machst, die dich dann wieder zurückschmeißen auf deine alte Insel und die zukünftigen Erfahrungen blocken, das sind eben Heuristiken. Ja. Heuristiken bedeutet, du fährst zum Beispiel auf einer Landstraße und da gibt es ein Buch, nennt sich Schnelles Denken, Langsames Denken, kann ich dir empfehlen. Und das Buch hat sogar, also der Autor hat sogar einen Nobelpreis für das Buch oder für die Arbeit bekommen. Ja, so kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. In jedem Fall sind Heuristiken, du fährst irgendwo auf der Straße und da geschieht gerade ein Unfall an einer Stelle. Ja, und eine Woche später fährst du wieder und ganz zufällig am selben Platz geschieht genau vor dir wieder ein Unfall. Oder der Unfall ist schon geschehen, aber die Autos sind noch da im Graben. Ja. Und dann entsteht im Gehirn eine Rückkopplung und wenn du das dritte Mal an der Stelle vorbeifährst, kommt vorher schon vom Gehirn eine Heuristik, ein Gedanke, der dir sagt, hey, da könnte jetzt auch ein Unfall sein. Ja. Und dann ist es sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dort wieder ein Unfall ist, weil du den Gedanken hast. Ja. Muss nicht sein, dass da wieder ein Unfall ist, aber dein Gehirn arbeitet mit diesen Heuristiken. Das sind sozusagen sowas wie Erwartungshaltungen, die sich auf Basis der Vergangenheit schließen. Und dadurch ziehst du auf der einen Seite deine Zukunft an und auf der anderen Seite beschränkst du dich. Ja. Das heißt, wenn du eine Erfahrung gemacht hast und die toll war, dann übst du weiter und weiter und weiter und bist in diesem, boah, krass, ich will, es war so cool und erzeugst Endorphine und so weiter, so Hormone, die dich sehr erregt lassen, weil die Erfahrung so toll war, dass du Heuristiken erzeugst und deswegen es dann nicht klappt. Denn je stärker deine Heuristiken sind zu dem Thema, desto eher wird es nicht klappen. Also versuch immer wieder dieses Pendel zurückzugleichen und schön brav in der Mitte zu pendeln und immer brav dafür was zu tun. Ja. Dann Dissoziation, ja, ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte das vorher schon angesprochen, das ist die Technik, die am besten klappt, wenn du es am schnellsten indizieren willst, ist, wenn du das alles koppelst mit Dissoziation. Ein Freund von mir, der Jonathan Dealers, der beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit dem Thema. Er hat sogar neulich ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Spirituelle Dissoziation kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall möchte ich dir eine Technik zum Thema Dissoziation vorstellen, die das mit den anderen Sachen koppelt. Und zwar, immer wenn du jetzt irgendwo bist, zum Beispiel du sitzt hier irgendwo, ja, und du stehst dann gleich auf oder du willst auf die Toilette gehen, dann tust du es nicht, sondern du stellst dir vor, wie du aus deinem Körper astral gehst und du machst vielleicht deine Augen zu oder auch nicht und du stellst dir vor, wie du auf die Toilette gehst, dein Geschäft dort erledigst und dann gehst du wieder zurück und setzt dich wieder in deinen Körper rein und dann gehst du echt. Ja? Oder wenn du im Bett liegst und du willst aufstehen, dann stellst du dir vor, wie du dich hinsetzt und wie du dann astral gehst. Und dann schaust du dich um, gehst in die Küche und dann stellst du dir vor, wie du dich hinlegst und dann in deinen Körper legst und dann mit deinem physischen Körper auf. Wenn du das regelmäßig machst, wenn du wirklich dir einen Anker setzt und sagst, okay, dieses Wochenende trainiere ich nur Astralreisen, dann versuche an jedem Akt, wo du aufstehst oder wo du etwas tust, jede Bewegung, die du machst, dich weg zu dissoziieren. Ja? Und da gibt es halt Frequenzen helfen dir, wenn du Frequenzen hörst und du dissoziierst, während du Frequenzen hörst, dass du
dass du gerade diese Übung machst und und irgendwo hingehst und ihm was tust, dann wird das sehr, sehr stark helfen, weil dein Gehirn glaubt, ich träume das gerade, weil du das koppelst mit diesen ganzen Sachen. Ja. Übrigens, wenn ich schon drüber rede, noch eine kleine Info. Viele fragen sich, warum ich neulich die Cosmic Out of Body rausgetan habe aus dem Shop und die ganzen Astralfrequenzen und die geführte Meditation. Ich habe es jetzt wieder reingetan, weil da so viele Beschwerden kamen, weil ihr wolltet das unbedingt kaufen, weil ich das einfach so, weil ihr es unbedingt wolltet. Aber ich bin dabei, gerade ein neues Bundle zu erstellen, also eine geführte Meditation, eine Condition, also eine Frequenz, die dich in den Zustand hält, und eine Induktionsfrequenz. Also sowas ähnliches wie die Cosmic Out of Body, das ist so die Condition, eine Induktion dafür, wo die Frequenz dich hinzieht, und eine geführte Meditation, wo genau diese ganzen Sachen, die ich hier gerade vorstelle, gekoppelt werden und Übungen gemacht werden. Ich überlege da vielleicht sogar noch mehrere dazu zu bauen, wo das Ganze dann verbessert wird, also wo du verschiedene Übungen hast, die du dann regelmäßig machen kannst, und natürlich eine Technologie zu entwickeln, die noch besser ist. Und da die neue Version noch nicht ganz draußen ist, heißt es einfach nur, dass ich gerade noch an der Technologie feile, aber es wird nicht mehr lang dauern. Ich habe schon sehr, sehr tolle Erfolge damit erzielt, also freue dich bald drauf. Gut, dann Körper loslassen, ein wichtiges Thema. Körper loslassen ist so eines der Schlüsselthemen, also wenn du lernst, deinen Körper vollkommen loszulassen, dann wird es dir einfach leichter fallen, über die Brücke zu gehen. Ist ja auch ganz selbstverständlich, ergibt sich von selber. Diejenigen, die von mir das Gate 4 oder Gate 5 oder Gate 6 kennen, wissen, wie intensiv man den Körper loslassen kann, wenn du meditierst und diese ganzen Anker integrierst und du meditierst und auf einmal weißt du nicht mehr, liegst du irgendwo, sitzt du, wo sind deine Hände, und dann denkst du, boah krass, ich habe meinen Körper losgelassen, also du bist schon über die 50% gekommen. Jetzt geht es nur noch darum, diesen Disconnect zu machen, den man in Gate 10 trainiert, ja. Und jetzt kommen wir zum 14. Punkt. Das sind jetzt die letzten zwei, sind die Bonuspunkte gewesen. Und zwar loslassen, es zu wollen, eine intrinsische Motivation aufzubauen. Also ich habe das vorhin schon aufgesprochen, ich habe ein bisschen darüber geredet, wie wichtig es ist, das loszulassen, dass du es willst. So dieses Verlangen. Ich habe ja ein Jahr lang jeden Tag daran trainiert und gearbeitet, dass es klappt. Also ich habe wirklich 6 Stunden am Tag nur Theorie mehr reingezogen und 6 Stunden Praxis gemacht, und ein Jahr lang hat es nicht geklappt. Und als ich an den Tag war, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse es los, aber trotzdem weiter geübt habe, trotzdem weiter Bücher gelesen habe und einfach gesagt habe, ich probiere es, aber ich habe keine Erwartung, es ist mir komplett egal, ob es geschieht oder nicht, dann ist es regelmäßig gekommen und intensiv, dann war es halt so gut wie immer. Ja? Und das ist halt wichtig. Und wenn du sagst, dich interessiert dieses Thema, und du möchtest, dass ich noch mehr Videos dazu mache, dann schreib mir jetzt bitte hier unten drunter einen Kommentar, dass ich noch mehr Videos zu diesem Thema außerkörperliche Erfahrungen mache, wo ich dir noch viel mehr Content gebe. Übrigens, dieser Content, den ich hier gerade vorstelle, das ist ein Ausschnitt aus meinem Seminar, aus dem Seelenreisen Live-Seminar, gibt es ja durch Corona jetzt nicht mehr. Und das ist sozusagen ein Video davon. Ja. Und es gibt noch ein anderes Video, das überlege ich nächste Woche hochzuladen, und zwar da geht es um die 7 Schlafphasen. Also wenn du sagst, du machst deine Augen zu, und was passiert, bis du über die Brücke gekommen bist, welche Phasen geschehen da, also wann fangen die Blitze an, wann kommt die Vibration und wann ist die Schlafparalyse und so weiter, und wie hältst du dich wach auf diesen Zustand, das überlege ich nächste Woche zu machen. Wenn du sagst, hey, das Thema interessiert dich, dann schreib es mir unter dem Video rein, dann überlege ich, ob ich dieses Video nächste Woche hochladen soll. Ja? Gut, wenn dich das interessiert, das Thema, dann lass mir ein Like da und gib mir unten einen Kommentar, was du zu diesen Themen, zu diesen 14 Punkten, die ich gerade erwähnt habe, sagst. Und wenn du selbst Erfahrungen gemacht hast, was bei dir noch hilft, wo du sagst, hey, das hat bei mir auch super geklappt, schreib es mir unbedingt unten rein, ich lese mir jedes Kommentar durch, dann kann ich das verbessern, meine eigene Arbeit verbessern, kann das selbst trainieren und üben, und sozusagen mache ich vielleicht dazu noch ein Ergänzungsvideo. Also, es war mir eine riesengroße Freude und Ehre, dass du zugesehen hast. Wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert,
dann abonniere meinen Kanal, ich habe da sehr viele Videos dazu gemacht und wir sehen uns dann nächste Woche am Sonntag. Und wenn du sagst, du möchtest das trainieren und üben, dann melde dich einfach heute an auf gruppenmeditation.com. Ich habe da eine eigene Telegram-Gruppe mit 1500 Teilnehmern, wo wir regelmäßig, also 3-mal die Woche, Meditationen machen, und diese Woche behandeln wir uns mit dem Thema außerkörperliche Erfahrungen. Also melde dich auf jeden Fall an, ist komplett kostenlos und da kriegst du auch Übungen und Meditationen von mir. Also sei dabei. Also bis dann, ich wünsche dir alles Gute und bis nächste Woche am Sonntag um 9 Uhr. Tschüss, Baba.